Stanley Kubricks Shining ist ein absoluter Horrorklassiker aus den frühen 80ern, der dem Autor der Buchvorlage Stephen King gar nicht mal gefällt. Etwa 36 Jahre nach Erscheinen des Romans brachte King mit Dr. Sleep einen Nachfolger raus und der soll nun zu einem Film adaptiert werden. Dafür hat man sogar schon einen sehr interessanten Hauptdarsteller gefunden, den talentierten Obi-Wan Kenobi-Darsteller Ian McGregor. Man arbeitet schon lange an diesem Projekt, genauso wie an einem Prequel namens Overlook Hotel. Bisher konnte kein Budget klargemacht werden, aber mit dem Erfolg von S hätte sich die Lage geändert. Dr. Sleep klingt sehr interessant, aber die Macher hinter dem Projekt lassen erstmal wenig Gutes vermuten. Regie führt nämlich Mike Flanagan, der Filme wie Oculus, Ouija und Before I Wake inszeniert hat. Das Drehbuch kommt von Hollywood-Größe Akiva Goldsman, der hat Filme geschrieben wie Batman Forever, Batman und Robin, Die fünfte Welle und Der dunkle Turm. Dafür halt auch einige gelungene Filme wie A Beautiful Mind und Die Jury. Ja, das ist Dr. Sleep und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Cinema News hier auf Cinema Strikes Back. In den letzten Monaten war völlig zu Recht der Disney- und Fox-Deal in aller Munde. Da gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Neuigkeiten. Nun hat ein Bundesrichter in den USA beschlossen, dass ein ganz anderer Deal funktionieren darf. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T hat sich für 80 Milliarden US-Dollar den Konzern Time Warner einverleibt. Zu Time Warner zählen nicht nur das Film- und Fernsehstudio Warner Bros., sondern auch der Pay-TV-Sender HBO, die Sender CNN und Comedy Central und sogar der Verlag DC Comics. Der Deal wurde 6 Wochen lang geprüft und nun wurde beschlossen, dass eine Fusion dem Konkurrenzkampf nicht schade. Der Deal sollte eigentlich eine viel größere Sensation sein, als es gerade so wirkt. Die Filmwirtschaft beschränkt sich immer mehr auf einzelne riesige Unternehmen. Es besteht eine nicht von der Hand zu weisende Gefahr der Monopolisierung, die noch verstärkt werden würde, wenn Disney tatsächlich Fox aufkaufen würde. Interessanterweise wird durch den Deal wahrscheinlich der Sender CNN gestärkt und der gilt zu den größten Kritikern von US-Präsident Donald Trump. Trump selbst hat versucht, dem Deal entgegenzuwirken und hat noch 2016 gesagt, dass er den Time Warner und AT&T-Deal verhindern werde, wenn er Präsident ist. Das hat jetzt nicht funktioniert. Das Justizministerium hat es nicht geschafft, das Gericht davon zu überzeugen, dass diese Fusion für die Firma eine zu große Marktmacht bedeuten würde. Avengers Infinity War ist ein finanzieller Erfolg. Das ist mal das Understatement des Jahres. Letzte Woche hat der Marvel-Kracher nämlich die Schwelle von weltweiten Einnahmen von 2 Milliarden US-Dollar überschritten. Das haben zuvor erst 3 Filme geschafft, nämlich Titanic, Star Wars Episode 7 und mit gutem Abstand auf Platz 1 Avatar. Der Erfolg von Avatar erklärt vielleicht, warum derzeit noch 4 weitere Avatar-Teile geplant sind. Der Regisseur und Avatar-Schöpfer James Cameron hat nun verraten, dass Zoe Saldana ihre Dreharbeiten für Avatar 2 und 3 bereits abgeschlossen hat. Genau wie Zurück in die Zukunft 2 und 3 werden Avatar 2 und 3 nämlich im Block produziert, also gleichzeitig. Ich selbst bin sehr gespannt darauf, ob Avatar 2 und 3 den Erfolg von Teil 1 wiederholen werden können. Aber eine Sache ist klar, man muss Zoe Saldana einfach nur grün oder blau anmalen und dann wird der Film zu einem Riesenerfolg. Wer denkt, dass Disney in den letzten Jahren bereits erfolgreich war, der muss sich auf das Jahr 2019 gefasst machen. Da erscheinen nämlich im März Captain Marvel und Dumbo, im April folgt Avengers 4, im Mai gibt es dann Guy Ritchies Aladdin, im Juli folgt die Realverfilmung von Der König der Löwen und Ende des Jahres erwarten uns in Deutschland Toy Story 4, Frozen 2 und Star Wars Episode 9. Erst letzten Monat berichteten wir, dass der US-Sender Sci-Fi die hauseigene Serie The Expanse nach der aktuellen 3. Staffel absägen möchte. Amazon sprang aber in die Bresche und rettete die Serie vor ihrem Aus. Das heißt, dass The Expanse in Zukunft von Amazon produziert wird. Eine weitere Serie hatte jetzt ein ähnliches Schicksal, und zwar Lucifer. Die Serie basiert auf einer Comicreihe von Vertigo, die ja zu DC gehören, und der von der Hölle gelangweilte Teufel beschließt, unter den Menschen zu leben. Darum geht's in Lucifer. Die Serie wurde zunächst von Fox produziert und befindet sich gerade in der 3. Staffel. Fox bestellte aber jetzt keine weiteren Staffeln, was zu riesigen Protestaktionen auf allen möglichen Social-Media-Plattformen führte.
Jetzt rettete Netflix die Serie und gab eine 4. Staffel in Auftrag. Somit wird es auch Lucifer weiterhin geben und es gibt auch neue Infos zu der geplanten Der Herr der Ringe Serie, die Amazon mit sehr viel Geld umsetzen möchte. Jennifer Selk, die Chefin von Amazon Studios, verriet jetzt, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2021 gewünscht sei. Intern werde aber eher 2020 anvisiert. Bisher gibt es noch keine Autoren, die an Drehbüchern arbeiten und Peter Jackson ist auch nur in Gesprächen für eine beratende Mitarbeit. Des Weiteren sagte die Amazon Studios Chefin, dass es um Figuren gehen wird, die man liebt. Man wolle aber auch mehr als nur ein Remake der Filmtrilogie machen. Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass das Ganze gut geht? Glaubt ihr eher, dass die Serie 2020, 2021 oder noch später erscheinen wird? Schreibt eure Meinung gerne mal unter das Video in die Kommentare. Amazon plant seit geraumer Zeit aber auch schon eine Prequel-Serie zu Der dunkle Turm. Letztes Jahr gab es ja bereits eine Verfilmung der Stephen King-Reihe, doch der Film konnte weder Kritiker noch Zuschauer, geschweige denn Fans überzeugen und floppte komplett an den Kinokassen. So wurde noch kein Nachfolger zum Film angekündigt, deshalb gab es Befürchtungen, dass die Serie vielleicht abgesägt oder abgesagt wird. Jennifer Selk verriet der Deadline aber, dass die Serie bei Amazon noch nicht vom Tisch sei. Und auch Netflix legt weiter vor. Anfang des Monats berichteten wir, dass Netflix einen Comic rausbringen wird namens The Magic Order. Jetzt wurde bekannt, dass Netflix auch sein erstes Videospiel rausbringen möchte, und zwar Minecraft Story Mode. Das wurde eigentlich schon 2015 von Telltale Games umgesetzt. Das Netflix-Game soll aber keine 1:1 Adaption des Adventures sein, auch wenn es das ungefähr ist. Im Gegensatz zum normalen Minecraft-Game geht es in Minecraft Story Mode vor allem um eine lineare Geschichte, die mit Hilfe von unterschiedlichen Dialogoptionen fortgeführt wird. Dafür ist die Firma Telltale Games auch ganz berühmt. Man kann diese Spiele theoretisch auch mit einer Fernbedienung zocken. So soll das Spiel, genau wie die Netflix-Filme und Netflix-Serien, auch über die Plattform gestreamt werden können. Und angeblich soll das Spiel noch dieses Jahr rauskommen. Es gibt Neuigkeiten zu Kinox. Im Februar hatte Constantin Film eine einstweilige Verfügung gegen Vodafone erwirkt. Damals ging es darum, dass Vodafone seinen Kunden das Portal Kinox.to sperren muss. Dabei ging es speziell um den Fall Fuck You Goethe 3. Das Landgericht München hatte gegen Vodafone entschieden und so legte Vodafone beim Oberlandesgericht München Berufung ein. Doch nun hat das Oberlandesgericht das Urteil bestätigt. Vodafone muss weiterhin seinen Kunden den Besuch der Seite Kinox.to sperren. Witzig ist eigentlich, dass Constantin Film selbst in seine Filme Gags über Kinox.to hineingeschrieben hat. Vodafone möchte nun aber nicht aufgeben, sondern möchte anscheinend weiterhin rechtliche Schritte gegen die Sperre einleiten. Die folgende Nachricht ist irgendwie keine Überraschung. Monty Python-Mitglied und Kultregisseur Terry Gilliam arbeitet seit 25 Jahren an einem Film namens The Man Who Killed Don Quixote. Er stand bereits mehrmals mitten in der Produktion. Es ist völlig absurd, wie das Projekt immer wieder scheitern sollte. Nun hat er seinen Film endlich in Cannes prämieren lassen können. Der Film soll ja auch am 6. September in unseren Kinos erscheinen. Nun ist aber von einem Pariser Berufungsgericht entschieden worden, dass Terry Gilliam keine Rechte mehr an seinem eigenen Film besitzt. Das Gericht hat entschieden, dass der ehemalige Produzent Paulo Branco und seine Firma Alfama die Eigentümer der Rechte am Film sind. Der Film ist bisher erst in Spanien und Frankreich gezeigt worden. Paulo Branco darf nun aber entscheiden, was mit dem Film in Zukunft passiert. Ob das jetzt bedeutet, dass die weiteren Kinostarts schiefgehen könnten, also abgesagt werden, ist noch nicht bekannt. Die Sache hat einen ganz brisanten Hintergrund. Branco und Gilliam hätten einen Vertrag unterzeichnet, der besagt, dass Branco der Film gehört und Gilliam dafür das Geld für die Produktion erhält. Gilliam behauptet, dass Branco seinen Teil der Abmachung nie eingelöst habe und deswegen einen neuen Geldgeber gesucht hätte. Das Gericht ist aber nicht Gilliams Meinung und behauptet, Gilliam hätte den Vertrag zu Unrecht einseitig aufgelöst. Branco verklagt sogar nun Terry Gilliam und so gut wie jeden, der an diesem Film mitgearbeitet hat. Ob menschliches Versagen oder Zufall, dieser Film ist scheinbar verflucht. Ob und wann wir den Film in unseren deutschen Kinos sehen werden, ist noch völlig unbekannt. Dafür starten diese Woche natürlich ein paar andere Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel das amerikanische Drama Am Strand mit Saoirse Ronan. Das spielt in den 60ern und zeigt, wie zwei sehr ungleiche Menschen zueinander finden und heiraten und dann die anstehende Hochzeitsnacht
mehr Probleme birgt als gedacht. Außerdem startet Ocean's 8, im Prinzip Ocean's 11 mit Frauen und außerdem 8 statt 11. Mit dabei sind unter anderem Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter und Anne Hathaway. Und zu guter Letzt startet auch The Rider. In dem Drama geht es um einen Cowboy, der nach einem Unfall gesagt bekommt, dass er nie wieder reiten kann. Auch in der Serienwelt gibt es ein paar interessante Starts. Auf Netflix startet die erste Staffel von Unsolved. In der Krimiserie geht es um ungeklärte Kriminalfälle und in der ersten Staffel geht es um die Tode von Tupac Shakur und Notorious B.I.G. Ebenfalls auf Netflix startet die zweite Staffel der Marvel-Serie Luke Cage über den gleichnamigen Superhelden mit der übermenschlichen Stärke und der undurchdringbaren Haut. Auf Sky One wird die dritte Staffel von Shooter ausgestrahlt. Das ist eine Dramaserie über einen US-Marine-Sniper, dem die Schuld an einem missglückten Attentatversuch auf den amerikanischen Präsidenten in die Schuhe geschoben wird. Die meisten von euch haben bestimmt den gleichnamigen Film mit Mark Wahlberg aus dem Jahr 2007 gesehen. Was haltet ihr vom riesigen Erfolg von Infinity War? Was haltet ihr von Dr. Sleep, dem Shining-Sequel und auch von allen anderen Neuigkeiten? Schreibt uns eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare, wir diskutieren ja gerne mit. Und wenn ihr mehr Cinema News sehen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal und macht die Glocke daneben an, damit ihr keines der Videos von Cinema Strikes Back mehr verpasst. Wenn ihr das nicht tut, ist aber auch nicht schlimm. Ja, und wenn ihr jetzt Interesse habt an weiteren Videos, dann guckt doch zum Beispiel unser Special von Samstag. Das hat Marius geschrieben und moderiert. Da ging es um Texas Chainsaw Massacre und war meiner Meinung nach sehr interessant. Das solltet ihr euch unbedingt mal ansehen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.